Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Auf dem Weg in Albaniens Hauptstadt Tirana sind wir an diesem idyllischen Flecken vorbeigekommen und spontan geblieben. Wir haben 2 Tage an diesem schönen Ort am Fluss gestanden, hatten eine entspannte Zeit, haben ein bisschen Fotos gesichtet und Filme geschnitten. Und jetzt ist unser Kühlschrank leer, sodass wir uns entschlossen haben, uns Richtung Tirana aufzumachen und mal zu schauen, wo wir einkaufen können. Noch kurz vor der Reise haben wir uns einen festen Gastank einbauen lassen, den wir jetzt erstmalig betanken müssen. Der Tankwart winkt zunächst ab, doch unser Adapterset passt auch für Albanien und es kann losgehen. Unser erster Stopp ist Kruja. Die 10.000 Einwohnerstadt beherbergt mit der gleichnamigen Festung das nationale Denkmal Albaniens. Hier haben die Albaner Mitte des 15. Jahrhunderts unter ihrem Anführer Skanderbeg ihr Land gegen die Osmanen verteidigt. Wir sind im Vorort von Tirana, total beschissenes Wetter, es regnet die ganze Zeit. Den ersten Supermarkt, den wir gefunden hatten unterwegs, haben wir einfach an uns vorbeiziehen lassen, weil wir dachten, wir finden bestimmt noch einen anderen. Das war ein kleiner Trugschluss, wobei jetzt haben wir einen kleinen gefunden hier in diesem Vorort. Petra ist sofort rausgesprungen, ich stehe jetzt hier in so einer Seitenstraße und bin mal gespannt, ob sie mich gleich findet. Wir erreichen Tirana zur Rush Hour. Eine Uhrzeit lässt sich daraus jedoch nicht ableiten, denn hier herrscht immer Rush Hour. Mit unserem 6-Meter-Van ist das Slalomfahren eine kleine Herausforderung. Für die Nächte suchen wir jedoch die Ruhe und campen daher am Ortsrand. Unser Navi stößt hier an seine Grenzen. Schlussendlich aber finden wir die richtige Auffahrt.
Bevor wir aber die Stadt erkunden, planen wir unsere Reiseberichte. Am nächsten Morgen fahren wir mit dem Bus in die Stadt für gerade einmal 40 Cent. Als erstes besichtigen wir die alte osmanische Etem Bey Moschee. Wir machen einen Abstecher zum Bank A2, einem der vermutlich über 200.000 albanischen Bunker, der heute ein Museum über die diktatorische Geschichte Albaniens beherbergt. Zieht es uns erst einmal in eins der zahlreichen Kaffeehäuser, bevor uns die Buslinie 15 wieder zurückbringt. Bei aller Begeisterung für das Land und die Menschen fällt uns in Tirana leider besonders auf, dass das Bewusstsein für Umwelt- und Müllentsorgung größtenteils noch fehlt. Am zweiten Tag machen wir uns auf zur Pazari Iri, der zentralen Markthalle und ihren umliegenden Cafés. Unser Gemüse aber kaufen wir dann doch lieber in einer der Seitenstraßen abseits der Touristenpfade. Wir schlendern durch das Regierungsviertel und überqueren die historische Tannerbrücke. Im Veggies, dem veganen Restaurant der Stadt, gönnen wir uns Kaffee und Kuchen. Wir stehen auf dem Skanderbeg-Platz, benannt nach dem albanischen Nationalheld Skanderbeg im Herzen von Tirana, quasi der zentrale Platz der Stadt. Die Stadt hat uns total gut gefallen. Sie ist sehr jung, sehr lebendig, hat sehr unterschiedliche Stadtviertel, ein paar ursprünglich, ein paar etwas moderner. Was alle eint, sind unzählige Cafés, in denen man sitzen kann und das Leben an sich vorbeiziehen lassen kann und die Menschen beobachten kann. Wir fanden das sehr schön und wir können Tirana nur empfehlen. Hier ist allgemeiner Aufbruch angesagt. Wo jetzt so richtig das erste Mal die Sonne scheint, werden wir weiterfahren. Wir fahren Richtung Berat und packen alles zusammen, hoffen, dass wir von diesem Matschplatz hier runterkommen. Der eine oder andere war hier schon am Kämpfen heute Morgen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir es packen.